Hey, hoi miteinander! Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Werkstattleben. Also, da haben wir einen Sachs 503. Der Joe ist da gerade am Mucheln. Da habe ich die Kupplung neu gemacht und ein bisschen verstärkt. Die Schaltung wieder neu einstellen. Ja, Vergaser abstimmen, Zündung einstellen. So quasi ein kleiner Service, das ist nicht mehr recht gelaufen. Das ist etwas Kleineres, sage ich mal, aber ja, wir machen alles. Wir machen alles. Danke, Joe. Heimleiter. Letti. Das ist wieder ein Zufall. Hä? Also wenn es nächste dreimal wieder vorkommt. Ja. Sagst du mir's? Ja, erzähl mal schnell. Ja, der Kunde hat den Hobel wunderschön neu aufgebaut, aber ist überhaupt nicht gelaufen. Ja. Also da habe ich um 30 hergebracht. Und jetzt haben wir ein Problem mit der Zündung gehabt, jetzt haben wir die Zündung eingestellt. Und jetzt kommt noch ein bisschen mehr Luft geben, noch ein bisschen sauber abstimmen. Und dann sollte das Ding nachher dann auch mit seinem Gewicht wunderbar laufen. Dass er auch nachher nicht zu fett oder zu mager läuft. Zu mager gibt Kolbenfresser. Zu fett gibt verruste Auspuff, oder? Genau. Also, sauber, danke. Jetzt könnt ihr mit mir mal vorlieb nehmen in der Werkstatt-Tour, weil wir haben hier immer wieder Spezialitäten. Das machen wir natürlich auch sehr gern. Und das ist jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da haben wir einen Rahmen gehabt und das war viel zu instabil gewesen. Jetzt haben wir hier das komplette Heck neu gebaut. Also natürlich auch im Originalstil mit diesen Röhrchen, mit diesen Laschen hier oben, um den Sattel zu klemmen. Was hier ein bisschen speziell ist, er will vorne und hinten Scheibenbremse. Für vorne gibt es das ja, also es gibt die EBR Harry, das Komplettset. Was aber ein bisschen speziell ist natürlich Speichen. Speichenfelgen gibt es natürlich von Swing mit der Aufnahme für die Bremsscheiben. Also da vorne, das sind mehr oder weniger sind das Standardteile. Das Einzige, was wir machen mussten, ist natürlich die EBR Harry-Gabel an den Rahmen anpassen. Jetzt aber, weil er hinten auch Scheibenbremsen will, haben wir hier Folgendes. Ihr seht, das Rädchen ist eigentlich 1:1 das gleiche wie das Vordere. Komplett. Also Swing, Rädchen, Swing nach oben mit der Scheibenbremsaufnahme etc. Das Einzige, was jetzt natürlich ist, wir brauchen ja einen Antrieb. Wir brauchen einen Zahnkranz. Wir haben also Adapter, wo man nachher die Zahnkränze montieren kann. Das ist jetzt so ein Adapter, das ist quasi ein Rolling. Der Adapter, seht ihr, der hat hier jeweils 4 Bohrungen, 5,5 und 4x6. Das ist für die Aufnahme von diesen geraden Zahnkränzen. Dann hier hinten, die 5, sind es 5? 6? Die 6 Bohrungen sind, um genau das Ganze mit den Naben verbohren. Das Geile ist an der Swingnabe, das ist Vollmaterial. Und dort kann man wunderbar Gewinde schneiden. Das Einzige, was man braucht, ist natürlich hier der Sitz. Dass das schön zentriert ist erstens und dass er dort schön drauf passt. Ja. Natürlich, wenn einer so Wünsche hat, dann ist der Motor meistens auch noch etwas Spezielles. Wie jetzt genau hier auch. Und das ist eigentlich einfach dafür da, dass man hier nachher die Länge anpassen kann. Also man kann ihn hier spannen und dann kann man hier die ganze Länge anpassen, um die Kettenlinie einstellen. Das zeige ich euch jetzt mal schnell 1:1. Die Teile, die wir hier verbaut haben, das ist natürlich alles sehr robust. Also das sind auch unsere Signature Radhalterungen. Das sind da die Anschweißteile, die wir im Shop haben, sowie auch hier oben. Das ist alles bei Mofa-Kult im Shop, genauso wie das auch. Vorher war das natürlich nur Klemm, das Ganze. Jetzt aber, dass es richtig stabil wird, haben wir uns entschieden, dass wir das hier verschweissen. Jetzt ist das so. Natürlich absolut maßgenau. Klar. Das ist jetzt natürlich immer ein bisschen das, oder? Jetzt macht man da ein neues Heck, man macht da einen Adapter und so weiter.
Meistens in so Fällen muss man dann halt auch die Achse selber drehen. Oder? Also das heisst, wir machen dann aus 12 mm Inox machen wir Achsen. Jetzt ist natürlich die ganze Halterungsgeschichte von diesen Bremszangen. Wir schauen, dass die Bremszange oben dran ist. Ihr seht es jetzt dann gerade auf dieser Seite. Etwa 5 mm kann man das wunderbar nachjustieren, ohne dass da irgendetwas passiert. Und nachher, wenn das natürlich immer schlimmer wird, dann ist es immer am besten einfach eine neue Kette. In der gleichen Länge wie die alte ist, oder wo wir es angepasst haben. Und ihr seht, das ist jetzt eine sehr simple Aufnahme. Wir haben hier einfach nur die zwei Laschen angeschweißt. Aber natürlich, das Rädchen dreht auf diese Seite. Also das heisst, die Kraft geht so gegen den Rahmen. Das ist etwas ziemlich Wichtiges. So. Hier in diesem Fall machen wir jetzt einfach rein das Rolling Chassis. Das heisst, so, da hat es noch kein Lager drin und gar nichts. Das wird nachher so am Kunden abgegeben. Ihr seht, das ist sehr individuell, was wir da alles anbieten. Also wir machen nicht nur komplette Geschichten, sondern wir machen auch Teilaufgaben. Wie ihr vorher gesehen habt, beim Marco natürlich auch einfach die sehr, sehr wichtigen Feinabstimmungsarbeiten, Finisharbeiten. Das ist alles kein Thema. Oder? Also ihr könnt wirklich mit so Zeug gerne zu uns kommen. Ihr seht jetzt hier hinten, das ist unheimlich wichtig bei diesen Scheibenbremsen, dass die Scheibenbremse, muss man gerade wirklich in der Linie von hinten filmen, dass die Scheibenbremse hier in diesem Ausschnitt wirklich perfekt mittig ist. Das ist etwas unheimlich Wichtiges. Unheimliches. Es ist sehr wichtig. Weil die Kölben, die haben einen sehr, sehr kleinen Weg. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung vom Reisehobel. Wenn natürlich so viel Gewicht und nachher bremsen und dann irgendwann, wenn der rechte ein bisschen mehr rauskommt als der linke, irgendwann geht er raus und verkantet sich. Ich sage immer beim Rolling Chassis, es ist zwar manchmal ein bisschen ein Scheissdreck, aber immer zuerst die Rädchen. Die Rädchen müssen fertig sein, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt das mit einem alten Rädchen macht und nur die Naben anpasst, der Felgenring, je nachdem wer ihn dann einspeicht, der Felgenring, den kann man ja auch versetzt einspeichern. Also der kann schnell mal 2 mm oder 1 mm aus der Mitte sein. Dann hast du nämlich da hinten den Rahmen. Im Rahmen ist es dann nicht mehr mittig, die Lauffläche vom Pneu. Und es stimmt einfach nicht. Also unbedingt Rolling Chassis mache ich immer mit den fertigen Rädchen. Also da haben wir jetzt den Motor, der hier reinkommt. Das ist jetzt in diesem Fall ist das ein 4-Gang fußgeschalteter. Da haben wir gar nichts gemacht, sondern da geht es rein um die Halterung. Die Laserteile hier, also die ganze Motorhalterung, haben wir natürlich auch angepasst. Das war vorher ganz anders. Es fehlt einfach eine Hand, oder? Kriegen. Also ist klar, das ist natürlich alles schon angepasst, weil das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass das stimmt. Die Kettenlinie ist eigentlich etwas vom Wichtigsten. Also das ist eigentlich die Herausforderung bei so einem Aufbau, dass die Kettenlinie perfekt ist und das Rad mittig. Oder? Auch wichtig, weil sonst haben wir sofort die Ankränze und die Ritzel sind abgenützt in kürzester Zeit. So, da rein. Ich ziehe jetzt die extra ein bisschen straffer an. Schön, jetzt ist die Kette gerade ein bisschen. Die Linie hier, die muss pfeifen gerade sein. Ganz wichtig. So wie auch der Zahnkranz zum Ritzel. Das ist auch etwas. Die Kettenlinie mag zwar gerade sein, aber wenn der Zahnkranz zum Ritzel natürlich im X steht, ist es auch schlecht, oder? Und das wird jetzt so abgegeben. Der Kunde macht jetzt daraus, was er will. Der macht jetzt den ganzen Rest selber. Also, alles ist willkommen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch schnell, gerade jetzt am Anfang, ein paar Kommentare tun. Es nimmt mich Wunder, wie findet ihr das? Was wollt ihr sehen? Dann können wir ein bisschen darauf eingehen und euch möglichst das zeigen, wenn wir natürlich dann die Arbeit im Haus haben. Also, dann macht's gut und bis ein anderes Mal. Tschüss.